Man ist voll am Daten, da gibt es irgendwen, den man total toll findet und dann plötzlich, ja, meldet er sich gar nicht mehr so oft oder man hat das Gefühl, er erwidert das nicht so auf die Art und Weise, wie man das zum Beispiel selbst tut oder wie man das selbst gern hätte. Und ja, dann ist man ja in so einem, man weiß nicht so richtig, wo man dran ist und dann kommt manchmal ein bisschen was und er gibt einem total ja, viel Nähe, Aufmerksamkeit und man hat das Gefühl, ja, da ist richtiges Interesse, so wie ich, und man wird dann quasi wie high und freut sich total darüber, oh ja, ne? Und dann auf einmal verschwindet der wieder, aber nicht für immer, sondern der meldet sich dann nach einer gewissen Zeit wieder. So, und das geht dann immer rauf und runter. Es gibt Beziehungen, die so laufen. Habe ich selbst jahrelang so gemacht. Und es gibt natürlich auch Dating-Phasen, die so laufen. Und also gut, es wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben, wenn man gleich, also das will ja auch keine Frau. Ich spreche ja immer aus der Position der Frau, aber das gilt natürlich für alle. Will ja auch keiner, wenn der jetzt irgendwie, das hatte ich auch schon, wenn der jetzt völlig übertreibt und irgendwie jeden Atemzug dir mitteilt, dass er jetzt hier hingegangen ist, das finde ich auch viel zu viel. So, aber anderes Thema, es geht ja mehr darum, was passiert denn, wenn der sich dann, wenn der nicht so abrufbar ist, wenn der sich nicht so meldet, wie man das gerne hätte. Und die meisten Frauen neigen ja dann dazu, die Initiative zu ergreifen in Form dessen, dass sie dann auf die Jagd gehen. Also, dass sie dann anfangen, ihm zu schreiben. Und ich möchte jetzt nicht sagen, ihn zu bombardieren, das ist dann schon noch ein bisschen heftiger, aber schon nochmal irgendwie hier im Grunde, wie auch immer man das macht, ob man jetzt irgendwelche Sachen auf Social Media postet oder ob man ihm irgendwie schreibt, aber es gibt da ja auch viele so manipulative Arten, die dann jeder anwendet, brauchen wir uns auch nicht für schämen, hat jeder mal gemacht, ist aber natürlich nicht die gesunde Art und Weise, weil am Ende wollen wir ja immer zur gesunden Selbstliebe und jemand, der in einer gesunden Selbstliebe ist, der hat es nicht nötig und wird das nicht machen, aber wir alle hatten es mal irgendwann nötig, so. Und im Grunde möchte man mit dem, wie man irgendwie handelt oder was man macht, dann sagen, hallo, hier bin ich, melde dich doch. Und er macht das halt nicht, ne? Und er weiß es ganz genau, übrigens. Das ist ja auch, jeder kann Energie wahrnehmen, ob er denn nun spirituell ist oder nicht. Und jeder Typ, und die meisten sind ja jetzt nicht so unbedingt spirituell, aber jeder, der in so einer Situation ist, der weiß ganz genau, dass diese Frau, mit der er gerade datet, dass sie nur darauf wartet, sie guckt alle 10 Sekunden aufs Telefon und wartet nur darauf, bis er endlich ihr diese erlösende Nachricht schreibt, von wegen, hi, wann wollen wir uns treffen? Das weiß er. Und deswegen macht er das nicht. Und er weiß, dass er zu jeder Tages- und Nachtzeit schreiben kann und sie ist abrufbar, weil sie ja nur darauf wartet. Und er ist jetzt kein spiritueller Guru. Aber das ist etwas, was voll spürbar ist. Wenn du aber, und das wird auch jeder kennen, wenn du dann aber denkst, es ist mir jetzt völlig egal, ob er sich jetzt meldet oder nicht meldet, weil das gar keinen Einfluss auf mein Leben hat. Mein Leben ist auch so großartig und total lebenswert, bunt, aktiv. Alles ist wunderbar, ich bin total erfüllt. Ohne dass jetzt irgendein Typ mir schreibt oder nicht. Auch das wird er dann wahrnehmen. Und dann wird er nicht darauf warten, wann er irgendwie darauf Bock hat oder zu jeder Tages- und Nachtzeit, sondern er wird überlegen, oh, was wäre denn eine gute Uhrzeit, wann ich ihr schreiben kann? Oh, hoffentlich passt ihr das. So läuft es dann nämlich. Aber wie kommt man denn dahin? Wie kommt man denn dahin? Man kann, wenn er dann auf einmal, also ich will jetzt hier nicht bitte verfolgt das alles so und das ist jetzt der ultimative Tipp, darum geht es nicht, sondern es geht vielmehr darum, zu begreifen, was habe ich denn für ein Standing mit mir selbst und warum passiert sowas überhaupt? Wenn man jetzt in einer Situation ist, wo man hat sich vielleicht einmal getroffen und ja, dann ist erstmal so ein bisschen Funkstille. Ja, dann danach, oder bei mir war das so, oh Gott, ich war wahrscheinlich nicht gut genug, der fand mich nicht toll und meldet der sich dann bitte in den.
Und dann ihm zu schreiben und sagen, ja, was ist denn jetzt? Treffen wir uns nochmal? Ich will jetzt gerne mein Wochenende planen. Kannst du mir das jetzt mal sagen, damit ich weiß, was überhaupt Phase ist? Er weiß dann ganz genau, dass du eigentlich deine Wochenendpläne auf ihm bauen möchtest und nicht auf deinem eigenen Leben. So. Und in diesem, also wenn man so ein Verhalten dann quasi an den Tag legt, zeigt man, ja, ich bin abhängig von dir oder wie ich mich fühle, mein Wert. Mein Wert ist abhängig von dir und ich räume alles andere frei, wenn du mir jetzt sagst, dass wir uns am Wochenende treffen. Und wenn man aber, also man lässt sich das dann ja gefallen damit. Wenn man aber jetzt einfach ganz unabhängig davon, ob er sich jetzt meldet oder nicht meldet oder was auch immer, sein Leben plant, irgendwie Ausflüge, Treffen mit Freunden, Hobbys, was auch immer man möchte, das plant und nicht darauf wartet, oh, wenn er sich jetzt meldet, dann, weil man macht ihn dann ja zur Priorität. Man wartet, dass er sich meldet und ich halte mir mal den Samstag noch frei und sag noch nicht, das habe ich. Also das ist falscher als falsch. Genau, ich habe mir den Samstag frei und dann meldet er sich natürlich nicht, weil es ihn überhaupt nicht interessiert. Du bist ja immer verfügbar. Und machst ihn voll zur Priorität statt sich selbst. Seine eigene Zeit. Du lässt sie lieber offen, also statt zu sagen, okay, was mache ich denn mit meiner Zeit? So, wenn man das dann aber machen würde, tatsächlich, sein Leben plant, ich mache jetzt zum Beispiel das und das. Und dann meldet er sich und du wirfst natürlich nicht deine Pläne über Bord, sondern du sagst, sorry, ich habe schon andere Sachen vor, lass uns einfach mal nächste Woche nochmal gucken. Das ändert doch alles. Auf einmal denkt er, wow, die hat ja irgendwie ein eigenes Leben und auf einmal fängt er also an, dich zu respektieren und zu achten und deine Zeit zu wertschätzen, weil du das ja auch signalisierst dann, ich lasse das nicht mit mir machen. Und das möchte ich mal sagen, diese On-Off-Geschichten oder treffen wir uns und ja, er meldet sich nicht, jetzt starre ich hier irgendwie seit 2 Wochen aufs Handy, es kommt gar keine Nachricht von ihm und so weiter. Das kann man ewig machen, habe ich auch, das macht einen immer nur frustrierter, unglücklich, du fühlst dich immer ungewollter, wirst immer mehr needy, das läuft ja alles genau in die Richtung, aber man ist sich ja darüber gar nicht im Klaren, man hat jeden Moment die Möglichkeit zu sagen, nö, mach ich nicht mehr mit. Statt daran krampfhaft festzuhalten, als wäre es die letzte Option auf dem Planeten. Nein, das ist sie nicht. Und das muss man sich mal auch bewusst werden, dass es nicht das ist, sondern es gibt auch andere Optionen. Und du sagst, nein, ich lasse mir das nicht mehr gefallen und schau und streichst ihn wirklich aufrichtig. Und dann kommt halt der Nächste. Aber das mitzumachen, als wäre er der Tollste auf dem Planeten, nein. Also man lässt sich dann ja so behandeln, weil man ja scheinbar keine anderen Optionen hat. Aber warum glaubst du, dass du keine anderen Optionen hast? Weil du denkst, dass du nicht liebenswert genug bist und dass du so froh bist, dass wenigstens einer jetzt endlich mal dich liebt oder dich entdeckt hat. Aber das ist etwas, das muss man mal für sich selber begreifen, dass das damit nicht zusammenhängt. Und man es nicht nötig hat. Niemand hat es nötig, sich schlecht behandeln zu lassen, nur um ein bisschen Liebe in Anführungsstrichen oder Aufmerksamkeit zu bekommen.